Hallo. Heute sollen wir einige Bohrer, was heißt das? Rescuen. Sie sind wie diese, ein bisschen langere. Und dann haben wir eine kürzere, wie diese, das ist 18 mm. Und dann haben wir ein sehr langes, und das ist mit parabolisch Form, diese Blüten. Und aber sie alle haben einen Fehler in dem. Sie haben geschliffen diese Ende. Wir haben hier eine, das ist ein bisschen zerstört. So, ich soll diese gut machen heute. So, erst muss ich eine Stützung für meine Schraubstock, für meine Angel-Schleif-Stützung machen. Stützung für Stützung, okay. Und dann sollen wir diese mit einem Winkelschleifer schleifen. Also keine feine Apparate hier heute, nur praktisch und ich denke, alle können sie diese machen. Ob sie haben ein großes Bohrer wie diese, so, und dann muss, ich schaue in diese. So, dann haben wir hier am Ende, jemand hat hier es so gemacht. So, ich muss es bis hier schleifen. Und das geht nicht. Also nicht mit Schleifbock. So, ich muss es zuerst abtrennen, diese schlechte Ende. Und danach kann ich möglicherweise mit Bockschleif diesen schleifen, ob das ist nötig. Also zuerst Stützung für Stützung. Ja, das erste Schritt ist dieselbe Stützung, eine Platte fräsen. Und nur die Ende in diesmal, weil das ist, ich soll eine andere Teil hier schweißen. So, deswegen soll ich diesen Plan machen und dann eine Phase hier machen, so dass meine Schweiß hat eine gute Penetrierung. Was immer das ist in Deutsch. Aber nicht mehr Sprache, sondern lass uns fräsen. Zuerst Schmierung. Ja. Diese schweißige Maschine läuft mit Öl. Also. Und das läuft 500 Umdrehungen pro Minute am momentan. Okay. Lass uns. Aha. Und das ist Weichstahl, so deswegen das ist sehr leicht zu fräsen. Aha, einmal mehr. Und lass uns nehmen. So wie. Lass uns sehen, ob das passt.
genug. Und dann umdrehe ich dieses Werkstück. Diese ist los. Ja, okay. Und dieser hydraulische Schraubstock ist sehr angenehm. Es gibt keine Probleme, diese befestigen. Aha. Und diese Ende ist ein bisschen benötigt mehr. Sonst, das ist die angenehme Position. Da, okay. Ja. Und dann 1 Millimeter. Das ist wirklich Weichstahl, so es ist kein Problem für diese Maschine, 1 Millimeter zu schaffen. Also. Aha, ich muss das oder der niedrige Gänge. Der langsamere Gang. Ja. Wow. Oh, das ist ein bisschen heiß, aber nicht viel. Aha. Ah. So. Dann, das brauchen wir nicht mehr, sonst denn diese und diesen auch nicht. Diese ist für Schwalbenschwanze, aber, aha, okay, ich muss ein bisschen, so da ist ein angenehmer Platz für diese. Ja, und danach, das ist, ich glaube, das ist die korrekte Geschwindigkeit für diese. Und dann hier. Aha, okay. Das ist gut Platz.
Okay. Ich kann es fühlen. Okay. Und dann, wie sollte ich das machen? Nicht viel. Ich glaube 3 Millimeter. 1, 2 und 3. Wie sieht es aus? Wo ist meine... Also nicht so wie die andere Seite, das soll ich ein bisschen mindere machen. Los geht's. Jawohl. Alles gut. Schön. Okay, jetzt soll ich hier einige Loche bohren. Das ist Falschgröße. Es muss eigentlich, das ist 11 mm, ich glaube. Und das ist zu groß. Ja, 11. Das sollten 10,5 mm sein. Also hier haben wir ein. Ja, das ist 10,5 mm. Also es kommt hier zwei 10,5 mm Loche und diese sind für Bolzen. Ich soll einen Schraubstock hier befestigen und ja, lass uns sehen, ob ich kann diese gerade hier haben. Okay. Ja, das ist hoffentlich, das ist nun gut befestigt. Und dann brauchen wir Strom. Hier. Aha. Und hier. Tada! Diese ist nun ein 4 mm Bohrer
Ich soll ein Startloch für diese zuerst machen. So, ja. Und diese Geschwindigkeit dann. Ja, das ist gut für diese Bohrer. Das ist gut. Und dann lass uns probieren, wo ist das gute Platz für die erste Loche? Ja, da. Okay, so gehen wir. Ah. Dann die nächste. Ja, okay. Dann niedriger Geschwindigkeit. Das ist diese 10,5 mm Bohrer. Lass uns sehen. Ja. Ah, das sieht gut aus. Lass uns sehen, wie. Das geht schnell. Und diese Späne sind nicht so schlecht. Okay, los geht's. Okay, das war das erste, diese Stück. Okay. Und das ist das dann. Das ist immer schwierig, diese hier stellen. Ein kleiner Bohrer mit dieser. Okay. Und dann Geschwindigkeit, bisschen größer. Und das Material ist gleich mit dieser. Also, ja. Okay, und dann die andere Richtung ist hier. Okay, dann
Okay. Und das ist 8,5. Ja. Ich mag diese nicht. Das ist nicht gut, aber au, das ist heiß. Ich hatte zu viel Geschwindigkeit hier. Und das ist die Ursache für diese Brrr. Ja. Das war viel besser. Okay. Und dann, wir haben noch ein Teil, an welche wir sollen Löcher machen. Und das ist hier. Wow. Ich muss hier einige Löcher bohren. Diese Weg, glaube ich. Mal sehen, wie das funktioniert. Ah, sehr schön eigentlich. Das ist eine gute Platz, glaube ich. Und dann befestige ich diese hier mit ein 8 mm Bolzen. Okay. Und das ist, wie groß ist das? 13 mm, glaube ich. Ja, jawohl. Okay. Und nun, die andere noch auch. Okay. Nehme ich diesen Weg. Los geht's. Okay. Und dann 10,5 mm.
das ist fertig, diese Teil. Ja, das passt. Okay. Und dann gehen wir unter hier. Ist das natürlich. Ich muss die ganze Tisch heben. Ja, das ist genug. Und dann muss ich aus diese Riegeln. Ich hatte das vergessen, die letzte Gang. Und das ist das. Und dann eine Bohrer hier. Ah. Trocken. Versuchen erst trocken dies. Aha. Okay, ohne Schneider. Gut. Sehr schön. Wow. Das ist das. Gut. Ja. Yep. Das ist ein bisschen eng. Warum? Das auch. Ich glaube, ich muss diese noch einmal . Kein Problem. Warum? Lass uns versuchen mit einem anderen Typ von Gewindebohrer. Das ist ein ja, aha, ja. Machen wir die letzte mit dieser. Ich glaube, das, ja. Warum? Und nun passt diese Schraube sehr gut da, oder? Ja. Warum war das? Warum ist diese andere ist? Das ist nicht viel kleiner, aber aha. Aber das ist klein genug, so dass es geht nicht da. Ja, das ist das dann. Oh. Aha. Ah. Ja. Okay, nächster Schritt. Schweißen. Ja. Ja, jetzt sollen wir diese Teil hier schweißen. Und ich habe hier einige Fotos ich habe gemacht, wo ich beginne hier. Also, ja. Und nun, es ist, ja, ich habe hier diese Kempi Schweißmaschine und das ist ein TIG, MIG, kein MIG, Stick-Welder. Und ja, heute soll es TIG sein. Also, ja.
Und dann diese Kleidung. Man soll nicht Kunststoff haben in seinen Kleidung, wann man diese Typ von Arbeit gemacht oder macht, weil es kann brennen. Und ob es ist Kunststoff, es schmelzt und danach es klebt sich in deinen Hut, Skin. Und ja, das ist nicht, das macht keinen Spaß. Jawohl, ja. Aber ja, so, das ist eine Dinge. Und dann natürlich alle diese Schutzmittel. Und dann du musst lange Ärmel haben, weil es gibt diese Ultraviolettstrahlung, welche ist sehr stark. Und das gibt dich eine instant Solbrennen. Was heißt das in Deutsch? Sonnenbrand. I'll figure that out. Okay, und nun die Fotos. Ich nehme ein hier auf den Tipp, wie ich es habe gelegt hier. Und danach diese Apparat. Ja, das ist alles. Ja. Und nun. Dann muss sie so deine Position hier, wie man hier ist, ob man kann alles machen, das muss angenehm sein. Also ob es ist schwierig, so dass man muss hier schweißen, so, das geht nicht. Man muss diese bewegen 1 Millimeter pro Gang, pro Mal, normal. Okay, so nun jetzt ich soll diese eine kleine Schweiß da machen. Ich brauche meine Brille hier unter. Sind diese sauber? Sauber genug, ja. Okay. Juhu. Und das Strom, das ist justiert nach 140 Ampere, also ganz viel, weil diese ist dicke Material. Mal sehen, wie das reagiert. Ich bin kein professionell Schweißer, also ja, okay. So hier. Und das sieht gut aus. Okay, los geht's. Wow. Aha, kein Gas. Das, ja, kein Gas. Man muss Gas haben hier, Argon. Also das macht es, das sieht nicht gut aus. Ja, nun haben wir das. Oh, okay. Eine neue Version. Ich glaube, es war hier. Okay.
viel besser. Okay, erste Ecke ist befestigt. Ja, ich bin ganz sicher, es kommt nicht raus. Und nun kann ich diese... Ja, okay. Das ist immer nicht gut. Okay, jetzt. Au! Okay. Nicht so schön als die vorherige. Nein, das ist okay. Ja. Ungefähr hier. Okay. Das ist ein bisschen korrodiert, weil ich hatte kein Gas. Okay, das geht. Okay. Ja. Also. Tippschleifung. Schleifen ein Tipp. Okay. Also, ich habe jetzt diese Tipp ja, geserft. Also alles Eisen weg geschliffen und dann einen scharfes Tipp gemacht in diese. Also, Wolfram-Tipp heißt das, glaube ich. Und nun, diese Dinge. Wow! Droppt meine Tungsten wie dies. Okay. Ja, aber das bekommt ganz fertig. Oh. Man muss das abkühlen. Ja. Jawohl, das war diese Hülse, diese Spanzange drin in meinen, was heißt das, Torch.
welche ich hatte es falschweg umgedreht. Also nun, es ist besser, hoffentlich. Und dann auch eine andere Dinge. Dieser Typ ist TTC 130. Ich glaube, das meint die Maximal Ampere man kann verwenden. Also ich habe diese Ampere ein bisschen, diese sind nun nicht so viel, sonst 125 möglicherweise besser, dieser Weg. Also ich kann diese, was heißt das in Deutsch? Der Richtbrenner. Okay, also ich kann diese zerstören, ob ich verwende zu viel Strom. Aha, okay. Ich probiere, ob ich kann alles erreichen hier. Ja. Oh. Ha. Man soll nicht diese... Das geht nicht. Okay, nun. Nun, jetzt funktioniert es. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Oh Mann, ich muss es neu machen. Oh. Okay. Ja, juste. Okay. Ich glaube nun, das funktioniert. Mal sehen. Ja, das ist besser. Okay. Nun weiß ich, wie man das macht. Und das ist wirklich nicht einfach. Diese Seite ist ein bisschen schwierig. Und ich muss diese neu machen. Das ist nicht gut. Also. Jawohl, mein Tipp ist nun neu geschliffen und ich hoffe, das ist die letzte Gange heute. Letzte Mal heute diese. Und das ist wirklich schlecht. Aber hoffentlich wir können das besser machen nun. Okay, los geht's.
Diese Brille bekommt. Nu sieht das gut aus. Sehr, sehr schön. Okay. Das ist der richtige Weg, es zu machen. Juhu! Und nun diese Ecke hier. Das ist schlecht. Wie könnte ich das machen dann? Muss ich? Nein. Ich habe nun bestimmt, ich soll es nicht gut machen. Das ist gut genug. Also, nun soll ich alle diese reinigen und dann warten, dass diese Schweißmaschine hat sich abgekühlt. Diese. Ja. Ja. Ja, also jetzt soll ich diesen auch zusammenbauen. glaube, ich kann es, sonst nehmen ein Schlüssel und ein bisschen mehr es festziehen. Nicht viel, aber ein bisschen. Das ist genug. Ja. So, nächster Schritt. Wir gehen außen und schneiden es.
Jawohl, Schutzbrillen. Das ist eine Muss hier. Das ist nicht obligatorisch. Ja, das ist obligatorisch, glaube ich. Okay, jetzt schleifen wir. Also geht wie dies. Das war sehr einfach. Und nun umdrehe ich diese wie diese. Setze die, ja, dann festziehe es. Ja. Da. Und dann neu schleifen. Jawohl. Und das sollten fertig sein nun. Ja. Das ist nicht schwierig. Wir probieren diese, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist der nächste Schritt. Also, nun probiere ich diese Bohrer. Ob es bekommt ja, eine Wolf oder eine große Hase. Also, ich habe es ein bisschen hier in die Rückseite, hier in die Rückseite und hier auch in meinen Schleifbock geschliffen. So, das ist alles, ich habe getan. Also nicht die aktuelle Schneid, welche die Schneiden macht in Bohrer. So, diese habe ich nicht berührt. So, eine langsamere Gang. Ja, das ist ein bisschen zu langsam, glaube ich. Ja, das ist gut. Und nun, das ist die... Aha, was ist das dann? Okay. Aha. Okay, nu. Also, los geht's. Zu schnell, glaube ich. Und das ist nicht... aha. Okay, es bekommt eine Späne in beide Seiten und das ist gut. Ich glaube, das ist nicht gerade. Es ist ein bisschen... okay. Okay, Schneidöl dann. Man muss das alles probieren hier. Oh, das geht besser.
es tief genug, so dass ich kann diese Loche messen. Okay, ich glaube, ich kann das nun messen. Okay. Es kann auch so, dass dieses Loch war nicht in die Mitte. So, ja. Jo. Wie heißt? Ah, das ist heiß. Natürlich. Da. Ich platziere es hier, so ich kann es messen. Das sollten 18 mm sein, aber wir wissen das, nachdem ich habe es gemessen. Ja. Ja. Und dann nehmen wir ein Mikrometer. Ich glaube, die Ursache für diese war dass ich hatte das nicht gut zentriert mit diesem Startloch. Da ist das. Und was ist die Wertung hier? 18,3 mm. Das war's. Ich habe nun einen Apparat, welchen ich kann verwenden, um meine Bohrer zu retten. Also ich habe 3 mehr zu retten. Und danach kann ich sehen, ob ich habe einige mehr. Also, ja, das ist Zeit für, ich glaube, tschüss!